Hva betyr casualties? Casualties? Døde. 41 døde. Jeg skulle skjønt at været kom til å forandre seg. Knut. Jeg hadde ansvaret for å gi dem riktig værrapport. Les hele meldinga. Det står de fleste ble skutt. Ja, etter å ha styrtet. Flyet var fullt av is. Nå holder det. Nå pakker vi det vi kan i sekkene og tar med radioen. Så kommer vi jo så langt vi kan inn på vidda. Vi har dårlig tid. Faen! Faen! Direktor Hendricks. Major Decker. Was ist los? Über 40 britische Kommandosoldaten wurden bei einem Großeinsatz gestoppt. Hier? In dieser Fabrik? Nein. Helleland. An der Westküste. Aber sie waren auf dem Weg hierher. Aber Helleland ist weit weg. Wie könnt ihr euch sicher sein, dass ihr Ziel der Vulkan war? Es gibt keinen Zweifel. Jeg må snakke med Henkel. Bitte stellen Sie sicher, dass meine Angestellten gut behandelt werden. Die Arbeit, die sie tun, ist äußerst wichtig. Ich weiß, Direktor Henriksen. Wir werden entsprechende Vorkehrungen treffen. Es gibt hier jemanden, der mit den Engländern zusammenarbeitet. Hier in dieser Fabrik. Haben Sie eine Ahnung, wer das sein könnte? Nein. Nein. Nun, dann werden Sie sicher nichts dagegen einzuwenden haben, wenn wir unsere eigenen Nachforschungen und Einschätzungen vornehmen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Direktor Henriksen. Alles ausräumen, alles mitnehmen. Was geht hier vor? Wir handeln hier auf Anweisung von Major Decker. Es geht hammer. Verhalten Sie sich ruhig. Was machen Sie? De tok broren min i går. Men jeg tror egentlig de var ute etter meg.
Du må dra. Med en gang? Nå. Tyskerne forsterker vaktholdet. De vet at fabrikken var mål for operasjon. Kom deg opp til glassgutta på vidda. Du vet hvor de er. Og du da? I've got planes ready to go to send in another 40 guys. Are you telling me you've got 40 guys ready? You've got another plan that's gonna work this time? Because the last one was a royal fuck up. We're gonna do a job. I'll be damned if I'm gonna let somebody screw this up again. Do you understand? This is ridiculous. You gotta be kidding me. What's going on? Apparently, the Americans have been planning to bomb the factory for the last year. Can't be bombed. The building is too solid. There's 7 floors of armed concrete, and they'll never get to the source. The whole thing's a disaster. Couldn't be worse. What about grouse? Await orders. We'll send another team. My men are not prepared for winter. They don't have enough food. I am currently informing 41 families that they won't see their boys again. And you're concerned about what? 4 Norwegian commandos? Can't they shoot? Can't they live off the land? You told me yourself how well prepared they are. So that shouldn't be a problem, should it? Rosiner. Har du noe kjeks? Pemmikan. Er det det? Vi får besøk. Har du sjokolade? Jævla idiot. Tyskerne har satt ut vakter langs veien over alle inngangene. Og det sies at det kan være folk inn på anlegget som samarbeider med britene. Til og med Brun fikk endevendt kontoret. Hva mener du med det? Det er Hydros eiendom. Ja? Ja. Jeg trodde det var du som skulle ordne opp i disse tingene nå, ja. Tyskerne har levert en ny bestilling, og vi har sagt ja. Og hvis ikke tyskerne forstyrrer oss under produksjonen, så fortsetter vi som før.
Forstår du? Ja, jeg forstår. Der har været razziaer i arbejderboligerne. De har blandt andet taget Rolf. Tjenestepigens mand, ham du gav sparket. Ja, så er du fuldstændig ligeglad. Altså, hvad er det, der sker? Der er tyske soldater overalt. De forsøkte å sabotere fabrikken. De? Hvem er de? Engelskmennene. Men altså, jeg forstår bare ikke, hvorfor. Hvorfor vil de sabotere den åndssvage fabrik? Det vet jeg ikke. Ja. Du lyver. Weiter. Gut. Langsam. Weiter. Stopp! Temperatur? Unverändert. Temperatur? Unverändert. Und jetzt? Ist steif. Ja, das ist steif. Sollen wir die noch holen? Später, später. Prüf die Temperatur. Prüf die Temperatur. Was passiert? Ja, das ist steif. Regelstäbe. Regelstäbe einsenken. Senken! Okay, von Hand, von Hand. Rein damit. Ja, das sollte explodiert sein. Vor jetzt. Wir haben Energie gewonnen. Einer der Platten... Werner, ich glaube, Sie verstehen nicht. Wir sind doch eine Mannschaft. Sie und ich. Sie wissen das. Ich habe das immer wieder gesagt. Habe mich unzählige Male für Sie eingesetzt. Und jetzt das, ein Feuer. Ich habe noch 20 weitere Projekte, die nach Geldern verlangen. Kommen Sie daher und legen alles in Schutt und Asche. Verzeihen Sie. Ein Missverständnis. Das war ein gutes Feuer. Der beste Beweis dafür, dass der Reaktor funktioniert. Wir haben Energie gewonnen. Das reicht nicht. Meine Vorgesetzten wollen Ergebnisse sehen. Wir haben lange genug gewartet. Es handelt sich um ein Ergebnis. Es ist nicht gut. Es ist ein Feuer. Diese ganzen Theorien, die schlauen Berechnungen reichen nicht aus. Die Wahrheit ist, Sie haben noch gar nichts produziert. Das mag Ihnen so erscheinen. Das Projekt von Professor Diebner hat eine viel größere Bandbreite und weit mehr konkrete Ergebnisse geliefert als Ihres. Wir haben einige Fortschritte gemacht in den Arbeitslagern. Ja. Nein, Sie bleiben. Werden Sie in der Lage sein, das Projekt abzuschließen? Selbstverständlich. Der Reaktor wird wieder aufgebaut. Welche Garantie habe ich, dass Sie nicht wieder alles abfackeln? Sie unterstellen mir die Sabotage meiner eigenen Arbeit. Ich bin Wissenschaftler.
Viele Wissenschaftler haben Deutschland verlassen. Sie waren ja auch nicht besonders willkommen. Einige schon. Piepner? Warum haben Sie nichts gesagt? Sie sehen doch, dass er es nicht begreift. Sie sind nicht der einzige Wissenschaftler hier, Heisenberg. Das hat sich mal besser vorher durch den Kopf gehen lassen. Ist was passiert? Naja, ich dachte, wenn du nicht mehr nach Hause kommst, dann muss ich halt mal gucken kommen, wie es dir geht. Wie geht's euch? Kommt zurecht. Ein bisschen Muskelkater. Wir haben angefangen, die Kohlen heraufzuschauen. Das Essen? Wir werden schmaler. Ich kümmere mich. Weißt du, was komisch ist? Was ist komisch? Ich fange erst an zu begreifen, was Krieg wirklich bedeutet, seitdem du so oft weg bist. Weißt du, ich liebe unsere Kinder über alles. Ich würde alles für sie tun. Aber ich liebe dich mehr. Ich weiß, es ist nicht richtig. Was ist es nun mal? Forget it. We'll bomb it. I have 100 planes that are ready to go. The factory has 7 floors made of armed concrete. Yeah, so you keep saying. You sure you're not just worried about local casualties? I built this factory. We need someone to get the explosives into the basement. That's why it has to be a small group. A group of 5 people know the area. Dropped above the mountain, heavily supervised, with only the heavy water plant as the target. Okay. Get the group. In a month. 1 month. So help me, I'll go in and I will level the whole valley. Number 4. How old is he? 23. 23. He's mature for his age. Confident? The best. Came over here 2 years ago, quickly got in the system. Linje, SOE, last year as an instructor, Glenmore and Forest Lodge, and he's got a special love for everything that has to do with explosives and maps. Well, that works. What's his name? Rönneberg. Lundenberg. Well, he's a handsome chap, I'll give him that. Don't worry, Transtad. Not as handsome as you. Hei. Alt bra? Ja, det er fint. Du? Jo, fint. Takk. Kan du sprenge den? Ja, hva er det? Tungtvannsfabrikken på Vemork. Hele? Kjelleren. Du får med et lag på 10 stykker, hvor du velger halvparten selv.
Avreise første fullmåne i desember. Dropp med fly. Du fritas fra alle andre oppgaver og konsentrerer deg kun om dette. Hva andre halvparten? Paulsson, Kjelstrup, Haugland, Hellberg, Skinneland. De er allerede der. Er du klar? Veldig. Fra Kaiser, Idland, Storhaug og Strømsheim. Fint. Og Haukeli som sjettemann. Haukeli. Ja, foten hans er bra igjen. Han er mer enn klar nok til å bli med. Ja, men vi trenger ikke noen flere. Jeg tror det. 4 på sprengningslaget og minst 5 utenfor. Hvordan sa du vi var et lite lag? Ja, det er fremdeles det. Synes han gjør for mye ut av seg? Ja, han gjør det. Det er derfor jeg liker han. Flink til å improvisere. Han skyter bra. Når han ikke treffer beina. Går det bra? Vi kommer til å sulte i her ute. Nei. Vi finner noe å spise, og så får vi bare håpe at vi får en ny ordre fra England snart. Jeg har spydd i hele dag. Arne spydde i hele går. Jeg vet det. Arne klarer seg, han. Du også. Det er ikke liv der ute. Jeg så ikke rype engang. Klaus, du er neste mann ut. Ja. Her er. Jeg prøver igjen nordover på vestsiden. Gi meg et par dager. Gentlemen, sit. Sorry I'm late, sir. Right. Some of you already know why you're here. Operation Gunnerside, southern Norway. The target is the heavy water plant at Rjukan. From now on, whatever you do, you will do as a group, a unit, a team. No solo efforts,
no individual heroics. We only care about what you manage to do as a team. So if anybody has a problem with that, please do let me know. Regnlav. Det ser vi. Vi kan ikke spise mose. Hvis reinen kan spise det, så kan du spise det. Vi kommer til å daue av det der. Ingen som dauer av å spise litt mose. Og tenkes at vi blir verre i magen. Spise mose også, Einar. Nei. Her. Tak. Astrid, hvordan går det? Tak, det går fint. Og manden din, har du hørt noget? Nej. Mamma? Goddag, lille frøken. Kom her. Goddag. Jeg hedder Ellen. Lise. Det navn, det har jeg altid godt kunne lide. Du ser også helt ud som en lille Lise. Si farvel til fruen nå. Du har lekser. Jeg nekter å gjøre tysk. Lise. Lise, hvad siger du til at gøre lektier herinde hos mig? Så kunne jeg hjælpe dig med tysk, og så kunne du hjælpe mig med at drikke min kakao op. Vær så snill. Kom her. Se man, det er. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du kan jo tysk. Skal vi læse lidt den her? Norge, Norge, blåne opp av det grågrønne hav. Ører omkring som fuglunger. Fjorder, tunger innover som stille. Ja. Major Dekker vil snakke med dem. Han er på tungtvannsrommet. Takk. Wir wissen nicht, was passiert ist. Das ist doch nicht so schwer. Jemand hat irgendetwas hier reingetan. Was das da nicht reingehört. Seife oder Tran. Ich will eine Liste mit den Namen aller, die in den letzten 24 Stunden anwesend waren. Das kann ich nicht. Warum nicht? Weil es Hidos Verantwortung ist. Verantwortung wofür?
Zu verhindern, dass so etwas passiert? Und was gedenken Sie dagegen zu unternehmen? Die Listen durchgehen. Um was zu tun? Um den Schuldigen zu finden. Und welche Garantien habe ich? Es ist mein Betrieb. Falls jemand versucht, unsere Arbeit zu zerstören, ist es in meinem eigenen Interesse, denjenigen zu finden. Ich werde mich darum kümmern. Ich garantiere es Ihnen. Gut. Jeg må snakke med Brun. Han har ikke kommet i dag. Nei, men da er han kanskje hjemme. Ringer de han? Jeg har gjort det, men han tar ikke telefonen. Han har vel lagt en beskjed? Vi bryter! Dere var for sene igjen. 15 sekunder. Og vakta sitter der borte, ikke der. Og døra, det går innover. Jomar, hils på gutta. Knut Haukle. Jomar Brun. Kasper Veidland. Brun. Joakim Rønneberg. Brun. Birger Strømsheim. Brun. Hvordan kom du over? Via Sverige. Nære på? Ja. Så, hva er planen? Om 3 uker. Er det fantastisk? Ja. Det er mye som gjenstår. Planlegging, trening og ikke minst utstyr. Det ordner seg. Vi har allerede hatt en bomtur, pluss en gjeng inne på vidda som knapt nok har mat igjen. Da er vi klare. Is he here yet? No, not yet. Hva skjer? Vi venter på værrapporten. Can we put our parachutes on? Let's wait. What's that? Wire cutters. Well, I know that. What's it doing in there? I just thought that... Too heavy. Get rid of it. Yes, Captain. Sir! Heavy snow along the coast. All right. Let's postpone. Merry Christmas. Ja, det var den jula. Nei, men vi kan bare feire i baren. Første runde på Rønneberg. Nei. Det er du som er sjefen, og da tar du første, så tar jeg andre. Ja, du har ikke noe penger. Vi kan låne deg. Så skal vi dø allikevel.
not coming. We can't plan a new mission with a hangover. Well, we're not going to plan a new mission tomorrow, for Christ's sake. It's Christmas, and that's blasphemy. All do Norwegians not celebrate Christmas? Yes, we do. I should be with my family. Mm-hmm. I should be with my husband. I need a drink. Danny boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the leaves are falling. 'Tis you must go and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow, and when the valley's hushed and white with snow. Yes, I'll be here when summer is in shadow. Oh, Danny boy, I love you so. Willkommen. Guten Abend. Meine Frau, Elisabeth. Es freut mich. Ganz meinerseits. Sagt. Gerhard Fischer. Das ist Professor Heisenberg, Chef des Uranprogramms. Angenehm. Sie sind also derjenige, der unser ganzes Geld verbraucht. Frau Heisenberg. Grüß dich. Guten Abend, Damen. Meine Damen und Herren, Professor Heisenberg. Auf dem Weg hier herein habe ich jemanden sagen hören, dass jetzt alle verfügbaren Ressourcen an der Ostfront eingesetzt werden sollten. Mehr Flugzeuge, mehr Panzer, mehr Soldaten. Der Krieg muss schnell zum Ergebnis führen. Und dann könnten die Professoren so viel nachforschen, wie sie wollen. Zugegeben, der Gedanke ist naheliegend. Allein, er greift zu kurz. Ich möchte Ihnen im Folgenden einige Dinge auseinandersetzen, von denen ich Sie bitten werde, diese im Kopf zu behalten. Der Stand unserer Forschung gleicht dem unserer Feinde in England, Kanada und Amerika. Keiner von uns wird so schnell zu revolutionsartigen Ergebnissen kommen. Nicht heute und wahrscheinlich auch nicht nächste Woche. Aber vielleicht in 5 Jahren. 3 Jahren. Nächstes Jahr. Aber die mit Sicherheit kommenden Ergebnisse dieser Forschung werden unsere bisherigen Vorstellungen von Energie vollständig verändern. Wir können so viele Flugzeuge und Panzer bauen, wie wir wollen. Wir können die größten Schlachten schlagen. An Land, auf See oder in der Luft. Aber egal, was wir tun werden. Wer es schafft, die Kraft nuklearer Energie zu bändigen, der wird unschlagbar sein. Über welche Energie sprechen wir hier? Beispiele. Wir sprechen über eine Energie, die unsere Schiffe monatelang autark über die Ozeane fahren lässt. Wir sprechen über eine Energie, die die Bedürfnisse unserer Industrie über Jahre hinaus zu befriedigen vermag. Wir nähern uns beständig dem Ziel.
Was ist Ihr Ziel, Professor Heisenberg? Einen Reaktor zu bauen. Ein Reaktor ist keine Bombe. Ein energieproduzierender Reaktor wird sekundär auch Plutonium produzieren, was sich hervorragend als Bombenmaterial eignen wird. Aber da wir doch so dringend eine Bombe brauchen, warum dann nicht Plutonium primär produzieren? Weil es so nicht funktioniert. Meine Damen und Herren, ich hatte schon einmal bei einer früheren Gelegenheit das Vergnügen, dem Herrn Professor Heisenberg bei einem Vortrag zuhören zu dürfen. Und ich bin mir sicher, dass Sie uns nun erklären werden, wie stark diese Bombe sein muss, sodass sich auch General Fischer davon überzeugen lässt. Diese Bombe, von der Sie da sprechen, die eine gesamte Stadt innerhalb von Sekunden zerstören kann. Wie groß ist diese Stadt, von der Sie sprechen? Andersherum gefragt. Wie groß ist denn die Stadt, die Sie treffen möchten? London. Um London zu vernichten, benötigen Sie eine Bombe in der Größe einer Ananas. Etwa so groß wie diese hier? Etwa so groß. Meine Damen und Herren, Londons Untergang. Das könnte uns schon gefallen.